Hallo und herzlich willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 239 und wir machen erstmal die Ausrufezeichen weg. Dürfte aber so gut wie nichts sein, ja. Eigentlich nichts. Und wir machen heute auf jeden Fall den Legendenauftrag oder die Stammeschronik zu Ende. Da müssen wir hin, genau. Aber bevor wir da hingehen, wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Das war hier, siehst du, ne? Mit dem gestern, was ich gemacht habe, diesem, wie heißen diese komischen Seli-Dinger? Was keine echten Selis sind. An dem See. Weil es hat mich gestern so aufgeregt, dass ich die nicht gefunden habe. Weil ich habe doch gestern alles gemacht. Dann habe ich kurz nachgeschaut. Und man muss irgendwie in den Boden kriechen, glaube ich. Von hier aus. Aber das habe ich auch gestern auch gemacht. Ich bin da reingegangen. Aber ist ja nichts passiert. Weil ich habe nur irgendwas gelesen. Ich habe kurz gestern noch mal reingeschaut. Reddit. Und da stand irgendwas mit da reingehen. Da ist nur Gemüse. Ich check's nicht. Killen wir die erstmal. Weil da muss doch irgendwas funktionieren. Genau, und jetzt muss ich da rein, oder wie? Das habe ich doch aber auch gemacht. Und jetzt? Passiert gar nichts. Reddit hat mich verarscht. Da stand irgendwas mit hier machen, aber... Oh, ich hätte schlagen müssen. Ei, ich voll Pfosten. Okay, Reddit hat mich doch nicht verarscht. Ich war nur zu blöd, um es zu machen. Beautiful. Bin begeistert. Nur das wollte ich noch heute schnell machen, weil es hat mich gestern so aufgeregt, warum ich den nicht gefunden habe. Jetzt hat man den. Ich bin begeistert. Ich sag ja, ich habe wie lange gestern bestimmt 5 bis 10 Minuten da rumgefummelt. Ich habe nicht gecheckt, was ich machen soll. Aber dumm von mir, echt wirklich. Richtig dumm. Hätte logisch sein sollen, dass dieses Ding hier die Markierung ist für den kleinen. Ich habe vergessen, wie die Selis heißen hier. Diese komischen Selis. So, aber jetzt machen wir so richtig das richtige Abenteuer. Gehen wir zu Xylonens Werkstatt. Nehmen wir aber die ganzen Bling-Blings mit. Da sind Artefakte. Sagen wir niemals nein. You two can wait outside for a moment. I just need to go in and grab something. The workshop is a little messy, so unfortunately, I won't be able to show you around. Aber ich möchte sie mir ansehen. Oh, yeah, that's not really what I mean. It's not the mess that's really the problem. Was dann? It's just that the workshop is cluttered with way too much stuff. Books, files, and even ancient texts I got from the Masters of the Nightwind. Everything's piled up to the ceiling. You probably won't know where to step once you're inside. Also sie sind Messi. Kachina suffered quite an unfortunate series of events the last time she went inside. Well, I suppose it was my fault for being so focused on searching for information at the time that I forgot to lock the door. After entering the workshop, she was shocked to find herself face to face with a massive woven scroll from the Masters of the Nightwind, and then she turned around and knocked over a huge stack of forging blueprints. Und dann wurde sie begraben. She tried to step out of the way, but tripped on a poster tube that was behind her
And then, boom! The forging blueprints came crashing down right onto her head. Das arme Mädel. Oh no! Das muss wehgetan haben. Hat Kachina es gut überstanden? She's lucky I noticed in time. I found Kachina in a daze and managed to save her before an entire set of the history of the Children of Echoes was about to bury her. I then dragged her up to the second floor. Sie hat gerade gesagt Second Floor. Hier steht ersten Stock. Ah, stimmt. Tun die nicht in England oder in Amerika den untersten Stock ersten Stock nennen? Und wir sagen Erdgeschoss, irgendwie sowas? Waren es die Amerikaner oder die Engländer? Ever since then, Kachina always waits outside the door and doesn't dare take a step in whenever she comes to see me. Gibt es da drin wirklich so viele Bücher? Yeah, you're an artisan and craftswoman after all. We thought there would be weapons and armor hanging all over the place. But it seems more like a library than a workshop. Well, my primary work is forging ancient names, which is much trickier than making swords and tools. Aside from the necessary craftsmanship, I also need to consult many ancient texts. Ah, stimmt auch wieder. You probably already know that each ancient name represents a certain spirit, behind which are countless related stories to support it. In other words, the essence of an ancient name is the physical manifestation of a certain spiritual will. Ah, deswegen sollen wir all unsere Abenteuer aufschreiben oder in diesem Ding eintragen. Dadurch manifestiert dann dieser geistige Wille. And as a name engraver, when I'm working on a new ancient name, I'm not only trying to give it a physical shape, but more importantly, I'm also trying to understand the spirit contained within the name. And to do that, I have to collect as many related stories as possible and read through them all. But, as you might know, people tend to add a lot of extraneous details when it comes to stories about themselves. Also lügen die. For stories that have been clearly exaggerated or altered, I must gather other related stories and information as cross-references. Ist dann sowas wie die Geschichte bei den 300. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass sie 30.000 waren. Dass es eher sowas war wie 100.000 gegen 30.000. Oder waren es 1.000.000 gegen 30.000, irgendwie sowas. Und dann durch Legenden und Legenden und Legenden wurde es dieses 300 gegen 100.000 oder 300 gegen 1.000.000, irgendwie sowas. Aber ist ja meistens so. Der Gewinner erzählt dann sozusagen die Geschichte. Ist echt meistens so. Oder endet die Geschichte nach ihren Vorstellungen, Wünschen. Dann kommt es noch dazu, dass es immer weiter erzählt wird. Dann vergisst man was, erzählt was Neues dazu, um Lücken zu füllen. Kann alles sein. This way, I can filter out all the absurd and exaggerated details and restore the person's life to its true nature. Only in true stories can you find the authentic spirit. And this is the only way for the spirit to become an ancient name that matches its essence. We've heard about the concept behind ancient names before, but after hearing you explain the details, Paimon can't help but think that ancient names are really powerful. Wenn sie doch nur noch mächtiger wären. Well, no matter how powerful ancient names could be, they would never be able to suddenly turn into a blade or allow you to smash through an entire cliff in one punch. Schade. It's just a form of spiritual power that's passed down from generation to generation. It doesn't have those kinds of physically tangible effects. Ist dann eher sowas Mentales, dass du dann besser gewappnet bist oder besser in die Richtung gehst. Well, take your own names, for example. From the moment you appeared in this world, some person had already prepared a blessing for you. And that person then condensed this blessing into your name and gave it to you as a gift. It may feel like the moment you received your name is already in the past, but it will always stay with you and move with you in the future. Names are blessings for the future from people standing in the past. Well, that's what Auntie once told me. Das ist eine schöne Erklärung. And with this blessing, people will become more confident as they walk into their future. To put it another way, it's like having a lamp in your hand as you walk through the darkness of night. Oh,
the dark, it's easy to get scared and tired quickly. But if someone else is walking with you, then it won't be nearly as scary. And, well, you might still get tired, but it'll still be a whole lot better than walking alone. The traveler always has Paimon by her side, though, so she'll never have to worry about that. Ist es nicht andersrum? Oh, Paimon sure many wish they could be in your shoes, traveler. Ach komm schon, du wirst doch immer zuerst müde, wenn wir unterwegs sind. Paimon's always flying. Of course it gets tiring. But we're getting off topic. We can talk about that later. Versuch das nächste Mal nicht auf meinen Rücken einzuschlafen. Versuch wenigstens nicht so viel zu futtern. Immer Anyway, einschlafen. this is what Clisoli told me when I was training as a name engraver. And to be honest, I've only understood 20% of what she said at most. I've never been able to figure out the rest. But doesn't that mean you basically don't get it? Well, that's not entirely true. Auntie and I have at least come to a consensus on the most important thing. Ugh, you know what? I am sick of talking. We can talk about all of this later. Please, wait a moment while I grab my things. Also dürfen wir immer noch nicht rein. Ich wollte mal reinschauen. Ui. Xylonen öffnet die Tür und betritt ihre Werkstatt. Von drinnen ertönt ein beunruhigendes Krachen, gefolgt von quälenden Knarren und Quietschen. Nach einer Weile kommt Xylon mit einer Kiste in den Armen herausgestürmt. Sie dreht sich um, tritt die Tür zu und erstickt so das Geräusch der herabfallenden, staubbedeckten Bücher. Did you hear a whole section of something collapse in there just now? Jep, ganze Zeit. It's fine, it's fine. It was just a bunch of very old ancient name records. I've already made copies of them. I kept this set of phlogiston wedges in the back, so it wasn't easy to take out. I had to resort to brute force. Come on, let's go disassemble the central inscription. It shouldn't take long. So. Oh, das geht ja easy. Skyward! Scatter! Gleich hier oben. Ich bin schon da. Here we are. This is the place. This cliff is pretty high. What are we going to do here? Are we going to climb to the very top and then throw this inscription down the cliff? Wir werden sie zerlegen, nicht zerstören, Paimon. I'm going to use phlogiston to make an engraving circle on the cliff wall. That will allow me to investigate the internals of the central inscription. Now let me see if this thing can even turn on. I was still an apprentice last time I used it. Before we attempt to engrave the inside pattern of an ancient name with phlogiston, we always use this to draw out the engraving diagram on a cliff or open ground. Only after we've confirmed that phlogiston can flow properly through the internal engravings can we start formally working on the small internal engravings of the ancient name. If we want to dismantle the central inscription in a non-destructive manner, we'll have to use this thing. I really don't want to engrave such a large diagram with my bare hands. Oh, so you'll be able to see what it looks like on the inside without ruining Tlasoli's inscription? For the most part. If it were just an ordinary unfinished ancient name piece, I'd just take it apart and pour phlogiston into the internal engravings to see everything. But since it's a central inscription, it would be better not to destroy the blessing that Auntie has prepared for Nechca. So, Shilonen, does this central inscription fall under the 20% you understand about ancient names? Or the other 80% you don't understand? Es gibt eine 80-prozentige Chance, dass sie zu den 20% gehört. Oh, don't worry. As I said, Auntie and I share an understanding of the most important principle, which is names are intrinsically valuable. Only by having names can things be sorted and categorized. They allow the world to become more orderly and identifiable. For example, when I order ore, I would usually say I need volcanic crystals of about 35% purity and no more than 3% of impurities. Without specific names, I would only be able to go to the ore merchant and say, I want this and this. No, this isn't it. That one. No, not that one either.
Yeah, you see what I mean? Names are a crucial part of how we standardize our workflow. Without names, phew, the work would be impossible. Das ergibt Sinn. Dieses Ganze also aus einer technischen Perspektive. Yes, because forging ancient names is first and foremost a technical job. There's no debating that. As for the question of why it's important, as long as it does not affect your ability to perform your work, you'll gradually understand it as you put the process into practice. Du legst wirklich großen Wert auf Effizienz. After all, creating an ancient name is quite the complicated process. Well, let me break it down even further. We're not in the tribe right now anyway. Essentially, by forging ancient names, I'm assigning nicknames to the heroes in Outland's history. Giving someone a name is a subjective expression. You just need to express your hopes and wishes for them. But giving someone a nickname is a much more objective expression. To come up with a fitting and accurate nickname requires much thought and observation. If ancient names or nicknames aren't descriptive enough, no one will remember them anyway. Also muss es knackig sein. So the best I can do is gather all the information I could and try to come up with the most fitting nicknames possible. Also knackig und muss passen. Even a minor mistake in the process could cause people to misunderstand the nickname. For a name engraver such as myself, such mistakes would be considered a major blunder. Paimon und Spitznamen sind doch dein Spezialgebiet. Paimon isn't trying to come up with a nickname for Shilonen. Besides, all of Paimon's nicknames have been very descriptive. Everyone can remember them. Bist du sicher? Phew. Now I'm curious. Why don't you, come up with one for me? Are you serious? Of course. This is also my line of work, you know. Go ahead. Jetzt bin ich gespannt. A nickname? Shilonen. Well, she uses phlogiston to forge weapons and make names for others. Der sollte aber gut werden. Smith? Also echt Schmidt. Yeah, not bad. And quite fitting, too. I'll remember it. But, you should keep observing my work, Paimon. Maybe you'll come up with an even better nickname. Right, okay. Time to make like a smith and start smithing. Watch closely. Adjust the inclination by 2 degrees. The error margin is within an acceptable amount, but I'll extend the inscription link a little more just to be safe. Voll daneben. I'll leave some space here. And when the linked engravings are activated, the inscriptions here will overlap with each other. Das ist voll schwer, Alter. And there. That should complete the flow. Amazing, Shilonen! You were running all over that cliff as if it was flat ground! Ist das die Kraft der Kinder des Echos? Oh no, it doesn't have anything to do with my tribe. It's just the phlogiston adhesive I have on my shoes. But after all that running around, I'll have to infuse them with more phlogiston again. Huh. I should prepare a spare supply of phlogiston to bring with me next time. Sag mir nicht, dass du tatsächlich von Kopf bis Fuß in Arbeitsausrüstung steckst. More or less, yeah. I usually have at least the key equipment on hand. Aber es ist coole Arbeitsausrüstung, ja? Sehr coole sogar. Wobei, sie ist ja eine Schmiedin, aber schafft sie am Feuer? Doch, wenn sie Waffen und Werkzeug macht, wahrscheinlich schon. Ich dachte, die Hotpants, die schützen nicht viel, wenn so ein Glutstückchen da wegfliegt oder irgendwas. I can show them to you when we next find the time, but let's get to work first. Let me see. Start with anchor 1 and activate it with density 3 phlogiston. Was passiert jetzt? Whoa! A super huge diagram just appeared! Das ist cool.
Also kann sie dann wie eine Zeichnung aufmalen oder was macht sie da? Tlasoli's central inscription is even floating! Nach einiger Zeit lässt der Phlogistonbeschuss nach und endet. Die zentrale Inschrift gelangt zurück in Silonens Hände. So are you done checking the inscription, Shilonen? How does it look? I didn't find any anomalies in the phlogiston engraving. All the adjustments are indeed based on ancient name engraving techniques. Du meinst also, dass alles normal ist? That means we can help Tlasoli and Nechca now, right? Well, probably, but I have good news and bad news. Oh, but I'm also just going to go ahead and share both, so it's not like you'll have a choice in the matter. Paimon will cover her ears after the good news. Well, even if you cover your ears, the issue will still continue to exist. But, before we get to that, I want to ask the traveler a question. What are your thoughts on absorbing memories? Es ist unerlässlich, wenn wir Nechca retten wollen. Irgendwie erscheint mir das nicht ganz richtig. Ja, aber es geht um ein Kind, da würde ich auch ein paar Erinnerungen opfern. Man kann immer neue machen. Aber ja, wenn sie dann traurig wird, das Kind, weil sie dann die Mutter komplett vergessen hat oder andersrum, das wäre auch, egal was du nimmst irgendwie. Nichts davon ist 100% richtig. Yeah, well, sounds like something you'd say. But if you ask me, there's a problem with what Auntie said. It's hard to control the absorption of memories. Technically speaking, this type of inscription has the power to do far more than absorb memories related to a single person. Das ist schlecht. By herself, Auntie can't handle that level and scope of work, but if she has accomplices, it is completely possible for her to use this inscription to accomplish far bigger things. Also meinst du, sie hat Komplizen oder wie? Accomplices? You make it sound like she's committing a crime! So fühlt es sich jetzt gerade an. Well, here's the good news. Yes, this blaze gem inscription would be the perfect tool to commit crimes, but we haven't found any accomplices or signs that she intends to put it to such uses. From a purely objective standpoint, we can consider that possibility as yet to be confirmed for now. Aber wir wissen nicht, ob jemand anders davon erfahren hat und sie vielleicht von ihr kaufen und dann selber benutzen, oder? The bad news is, there's still an underlying problem with this blaze gem inscription that cannot be ignored. I believe I've mentioned this before. Ancient names operate with the help of the Wyab, granting them the power to read information kept in the ley lines. Und das heißt, In this process, the Wyab actually function like relays, helping the ancient name bearer sense the information from within the ley lines. also umgekehrt. If you remove the Wyab from the process and don't use any tools, then finding a specific story is akin to Ach so, fast unmöglich. trying to scoop up a specific grain of sand from a rushing river. Doch bevor du überhaupt das Sandkorn erreichen könntest, Yeah, exactly. Anyone who attempts to do so will likely lose most of their cognitive function or become a babbling madman who talks to themselves all day long. das ist blöd. Now, let's consider the memories that Auntie has gathered as the ley line, and Nechca as the only ancient name bearer of this ley line. There's no way Auntie would let Nechca plunge into the river of memories without any tools. She'd only be overwhelmed by the surge of memories. And considering that Nechca has forgotten all of her past, she'll be unable to work on her own to accurately find the correct past. Only Aunt Tlasoli can help her filter the correct memories of her past. So, if my hypothesis is correct, Auntie is actually planning on turning herself into Nechca's Wyab to help her extract the corresponding memories in the different situations she may face. Also wird sie sterben. Oder? In an ideal world, this would be perfectly fine, as long as every extracted memory is correct.
Nechca would essentially be getting her past back. Aber das ist keine ideale Welt, hä? And I also believe that there won't be any mistakes in everything that Auntie remembers about Nechca. But Auntie is not a Wyab. Her body won't be able to handle the load for long. Also könnte sie jeden Moment einfach... How can we solve this problem? No matter how we try, Tlasoli will... Sie hat sich bereits entschieden. Names are blessings for the future from people standing in the past. I've also made up my mind. Come on, let's go see Auntie. Halten wir sie auf oder helfen wir? That's the question. Jetzt bin ich umsonst dahin gelaufen. Hätte ich jetzt alles machen können. Nee, Großer. Ich wollte doch dir nichts tun. Alles mit der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Auntie, ich komme. Nice. Ach, nur ein einziger Artefakt. 2. Ja. Shilonen. It looks like you've made your decision. Am I right? Sisi. Yes, here's some research that I've done. You can reference it to modify the way the central inscription operates. I'll also help you continue working on the Blaze Gem inscriptions, but I must have complete control over all the inscriptions and the ability to oversee their uses. The memories that can be absorbed by the inscription will be limited solely to Nechca's past. We'll plan a set time frame together from which the memories can be drawn from shortly. Also helfen wir. If you attempt to extract any memories beyond this scope, then I'll consider that as committing a criminal act and halt all work related to the central inscription. After the memory bank is constructed, the Blaze Gem inscription's absorption functions must be stopped immediately. Only functionalities for outputting memories will be kept. I accept. Thank you, Shilonen. I really... Oh, jetzt gibt's so. Auntie, you know I can't stand it when you do this. If you needed my help, you should have just said so. There's no need to beat around the bush like you did. Using technology for ancient names to forge other things without permission is no trivial matter. Yes, it's a major departure from the technology's intended use, but it's nothing compared to a child who needs help, compared to a name that's about to be lost. So sieht's aus. But once this is all over, you must come with me to see Pakal and discuss everything that happened. That's fine. I'm willing to accept any punishment for my little Nechca. All right, let's clear off the table and come up with a plan. I need some time to consider how to let Nechca control the Blaze Gem inscription on her own and extract the memories from her past. Oh, by the way, did you give the book to Nechca? How could I just hand her a birthday present that you specially brought for her? I've picked out a box and packaged it up. Wait till her birthday and then bring it to her. It'll be a nice surprise. Ach, immer wenn die solche Sachen sagen, habe ich mega schlechtes Gefühl. No, it's just an old book. There's no need to... Oh. Oh, is Nechca up again? But what was all that noise? It sounded like something broke. Oh nein, ist sie hingefallen? Uh-oh. That's not good. Let's go have a look. Nechca, don't hurt yourself. Shilonen, is that you? Hey! You're Nechca? How many times have I told you? Don't get out of bed on your own. You were running a fever yesterday. Hello, Nechca. Thank you for the book. I've already read it several times.
You've already read it? But didn't Tlasoli package up the book that Shilonen brought? No. She's all mixed up. The one she read isn't from Shilonen. It's one I bought for her before. A few days ago, she told me she wanted a book. I know nothing about these kinds of books, so I had no choice but to go to the tribe and look for a copy. I eventually found one and bought it for her. I put it in her room once I got back. Soon after, she suddenly developed a fever. I was so busy taking care of her that I forgot about the book and even forgot that she had asked you for a gift. Auntie, do you know which version of the book you bought? Which version? The shopkeeper said it was the one with the perfect ending to the story. Apparently that's the only one you can find on the market now. Oh, it's all my fault. You wasted your money and now it won't even be a surprise. Oh, it's all right. It's just a book. As long as Nechca enjoys it, that's what matters. Oh, right. Nechca probably doesn't know us. We're... Hey, haben wir sie nicht schon getroffen in den ersten 2 Stammeschroniken-Quests? Oder in der ersten, glaube ich, war es. Haben wir sie kurz gesehen? Nee. Doch? Ich bin verwirrt. You're Paimon and Miss Traveler. Mom told me about you. Oh! Seems like everyone knows who we are now. Hallo, Nechca. Yeah, Nechca seems to be doing pretty well today. Since she's been stuck indoors for the last few days, why don't we take her out for a walk? Wir messen mal deine Temperatur. Take her for a walk. But considering her condition, I don't think she... Oh, don't worry, Auntie. She'll be safe with the Traveler and me. We won't leave the tribe, and if anything comes up, we'll be sure to find the doctor immediately. Besides, it's her birthday in a few days, and we need to go to the tribe to buy some things. Let's give her a proper celebration. What do you think, Auntie? I promise I'll be good, Mom. Didn't you say before that I need more fresh air? All right. As you wish. I also happen to have a few repaired Blaze Gem inscriptions that I need to get back to the tribe. We can go together. Wait for a moment. I'll go get Nechca's water bottle and some towels. Some medicine. Oh, and a parasol. Ganzes Zimmer. Talk about being prepared. Mit all dem Zeug können wir auch zelten gehen. It doesn't hurt to be prepared. Okay, let's go. Please be good now, Nechca. Don't cause any trouble for Shilonen and the others. Oh, you can let me carry these. And don't be a stranger, Nechca. Feel free to tell us anything. And even I was quite a handful for Auntie when I was little. Yeah! It's not often you get to go out to play, so just have fun. Everything will be fine. Wenn man nicht als Kind ein bisschen Unfug treibt, dann hast du später nie wieder die Gelegenheit dazu. Okay. Thanks, everyone. And please don't worry, Mom. I'll be good. Let's go look for Ignal. I've had her Blaze Gem inscription for a while now, and I'll finally return it to her today. Ich weiß nicht, aber die Quest macht... Hier sind lauter Gegner. Aber irgendwie macht mich die Quest immer so, wie sagt man, so ein ungutes Gefühl, dass gleich immer was passiert, was Schlechtes, die ganze Zeit. Der Nechca passiert was, es werden alle zu Monstern. Waren hier immer so viele Gegner? Ich muss da hoch. Ich komme! Geht doch. Skyward! Sky!
Da, schön andere Seite. Yeah, skyward. Tosoli, what brings you to the tribe today? Oh, and Nechca too. Hello. Oh, she seems to be doing much better now. She's even out and about. I'm sure it won't be long before she'll be playing with Chanil and the others. I hope so. Here, Ignal. This is your inscription. I've finished repairing it. Oh, thank you for bringing it back for me. Oh, by the way, I came across a piece of good quality ore a while ago. I was thinking of using it to make some pretty jewelry for little Nechca. Oh, das ist nett. I remember that Nechca would become so happy every time she saw a shiny ring. Right, Nechca? Oh, hab ich jetzt vergessen. I'm sure she'd love that. Thank you. My pleasure. Give me a moment. I'll bring the ore. Oh, I can make the jewelry for her. What kind would you like, Nechca? I would like... something shaped like an embercore flower would be nice. She was always asking me before to make her an ancient name with an embercore flower design. Aber warum antwortet immer sie? Das ist auch nicht gut. Weil dann fühlt es sich so an, als will sie die Nechca, wie sie früher war, aber kann ja sein, dass sie jetzt schon verändert hat oder andere Geschmäcker gefunden hat. Weil man weiß ja nie. Man wächst ja auch aus Sachen raus, auch wenn man sie vergessen hat. Wenn du dich dann erinnerst, dann denkst du, oh, war das so? Das beste Beispiel ist, als ich klein war, habe ich immer Gelb gemocht als Farbe und danach Blau. Ich habe so Blau geliebt und ich fand dann Gelb so hässlich, je älter ich wurde. Man kann ja rauswachsen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wieso ich Gelb gemocht habe. Keine Ahnung. Mm-hmm, noted. I'll make that as a gift for her next birthday. Sorry, Nechca. It won't be a surprise for you. That's okay. Thank you, Shalonen. Found it. Sorry to keep you waiting. Here, please take it. Es ist so komisch irgendwie. By the way, Nechca, feel free to write to me if you ever want to know more about ores. Well, I was shocked last time when you wrote me out of the blue asking for a volcanic crystal. Sorry about that. She can hardly contain her curiosity now that she started to recover. Ich find's komisch, immer tut die Mutter antworten. She's still too weak to go out whenever she wants, so she begs me every day to help her write letters to people in the tribe about all sorts of things. That's how you know she's one of the children of echoes. It's normal for us to be interested in ore. Everything's looking up! Oh, we're just like the main character in the new version of Tequil the Brave when he was about to save his brother Remak. According to the story, we should be right around... let Paimon see... Tequil prayed to the goddess of mountains and fire. Let my brother's name ever live on! I am willing to sacrifice my heart and blood in return! The goddess replied, I've heard your prayer, but your brother is no longer your kin. His name has sunken into the deepest of depths. Mach sie doch nicht traurig. Then Tequil said, turn my blood to fire so my heart may illuminate the depths. I will bring my brother back before my blood runs dry. Oh, you remembered that whole line, Nechca? Paimon remembers that's exactly what the book... huh? Wait, what did the book say? Du hast es vergessen, dabei hast du es doch gerade erst gelesen, Paimon. Paimon finished both books in one sitting. A lot of their content is nearly the same, so it's easy to get mixed up. Oder verlieren die jetzt auch Gedächtnis, was nicht nur mit Nechca zu tun hat. But the ending in the older version is more interesting, even if it's hard for kids to, well, completely understand. Irgendwas stimmt da nicht. Oh, wait. Nechca hasn't read the other ending. It's okay. Just wait a bit and Paimon will read it out for you. Sie weiß das Ende schon, weil sie nimmt deine Gedanken.
Oh, und die kannst du vielleicht schon automatisch selber nehmen, weil ihr Blick gerade war richtig komisch. Da, schau. That's not true. Actually, I already know the other ending. Ja, Mann, die kann von überall, wenn sie Bock hat, die Gedächtnisse nehmen und sich zu aneignen. You already know the other ending? But didn't you only read the edition your mom got for you? Hey, what are you all chatting about so happily? Huh? Mom, Miss Traveler and I were just talking about the ending of that book. We were just talking about how the bad guy was defeated and everyone returned home safely. It's a really happy ending. Das ist nicht das andere Ende, von dem sie gesprochen hat. Irgendwas stimmt nicht. Aren't happy endings always nice? But if you already read the whole thing, then what will Mom have to read to you at bedtime? Guess you'll have to go to bed early tonight. But I'll buy you some more fairy tales next time, okay? Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Okay, Mom. Und wie ist das Erz? It's pretty good quality. I'll be able to give Nechca a beautiful and durable piece of jewelry for her next birthday. But, you know, for now, let's focus on celebrating her upcoming birthday. Where are we headed to next, Auntie? Next, let's visit Apaish-Palan. He should be close by. Apoxpalon. Stay close, Nechca. Don't go too far. Yes, Mom. Ey, irgendwas ist hier mega faul. Ist die Kleine vielleicht böse? Das ist ja auch krass. Schade, ich dachte, es geht auf. Scatter! Why do my eyebrows keep twitching today? Strange. That means you're about to hit the jackpot, Apaish-Palan. I didn't expect to have two name engravers coming in today. Welcome. What are you looking to buy, Tlazoli? I'll give you a discount like usual. Whoa! Offering a discount just like that? Tlasoli sure has connections. She was once our name engraver and did a lot for the tribe. It's only fair that I offer her a discount. Thank you for your generosity. I've finished repairing your Blasium inscription. Here, have a look. Come on, Nechca. Say thank you. Thank you, sir. Oh, so this is Nechca. Tlazoli has shown me some pictures before. It looks like you're doing much better now. How about this? Go ahead and pick anything you'd like from the store. Think of it as a gift from me. No, that's all right. Mom told me that you've already given a lot to our family. Oh, well, that was for your family. I've never given anything just for you. If you don't feel like it, you can also let your mom choose for you. Oh, no need to stand on ceremony, Auntie. Go ahead and pick something for Nechca. His drills and small clamps are good quality. The measurements of each part are exact, and they're always very durable. Will sie wieder Werkzeug verschenken? I always come here to buy things if I find myself in a pinch. Oh, do you have any child-friendly safety scissors? I remember seeing a few different styles. I have a few in stock, but I put them in the back. Let me bring some out for you to pick. Oh, no need to bring them all the way here. Why don't we just go in the back and choose there? It should only take a moment. I don't know much about that kind of scissors. Why don't you just go yourself and... Well, there are too many different designs and varieties of kid scissors. If you don't come and help me choose, I won't be able to pick one that Nechca would like. Oh, Shilon will die Mutter vom Kind trennen, dass wir ein bisschen Infos bekommen. Hat sie auch was gemerkt? Come on, Auntie. It'll only take a moment. Es fühlt sich so an. And there goes Shalon and dragging Flasoli off to buy more stuff. Ooh, what a busy day. Bleib schön in der Nähe, Nechca. Warten wir einfach hier auf sie. I Bleiben. won't run off. Paimon, who's your favorite character in To Kill the Brave? Paimon's favorite? Tequila, of course. He went through a lot to rescue his family.
In the old version of the story, he was never able to reunite with his family, but he was still really strong and fought as best as he could. Er ist ein tapferer Kerl. What about you, Nechca? Which character do you like? I like Remak. Oh, the one who was possessed by Quatlique, but never forgot his brother Tequil. He was also an amazing character. Ist sie vielleicht besessen? Das wäre auch krass. If it wasn't for his determination, both he and his brother would have been defeated by Quatlique in the final battle. Boah, Paimon, du erinnerst dich an jedes Detail. Of course! A story's only interesting if you can really get immersed in it. Hey, Nechca, why don't we play pretend? You can be Remak, and Paimon will be Tequil, okay? Du stehst einfach darauf, epische Zeilen zu rezitieren. Warum guckt sie immer so? Ich verstehe es nicht. Miss Traveler, can I play the role of Quatlique? Das ist doch der, wo ihn besessen hat. But isn't she the villain? In the old version, she even ate Remak and took on his appearance. Das war die alte Version, Paimon. Ich habe langsam das Gefühl, dass... Ey, die wurde besessen oder irgendwas. Das ist ja ein bisschen unheimlich. Ah, right. She read the version with a happy ending. And that one, Quatlique was defeated and the brothers both survived. Well, it doesn't matter. Only the lines at the end were different. You can go on ahead and say your favorite lines, Nechca. Paimon's read both versions, so she'll be able to play along. My favorite line is the one from the end. It's... Sie schaut auch so ein bisschen böse. Ja, die ist schon unheimlich. Come here, Nechca. Look at you. You're sweating. Mom! Let me wipe your forehead. Now, drink some water. This child. You forget everything as soon as you start playing. We've picked something up for Nechca. A Paishpalan will deliver it to Auntie's house once he's packaged it up. How was Nechca? Komisch. Oh, we were just about to get to the exciting part. Xilon, hast du uns absichtlich mit Nechca allein gelassen? Habe ich doch gewusst. Really? Oh, now that Paimon thinks about it, Shilonen has dragged Tlisoli away from us a couple of times now. Nechca hat einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Es scheint, als ob sie was sagen will. Let's talk later. Just trust me and act normal for now. Oder ist die Mutter besessen? Das wäre auch krass. Oh, we should head to our last stop, Auntie. It's real hot today and we shouldn't let Nechca be in the heat for too long. Was ist, wenn die Mutter besessen ist? Und Nechca fehlt gar nichts, aber die wird die ganze Zeit so ruhig gehalten und unterdrückt. Und Nechca hat sogar Angst, was zu sagen. Es ist wirklich nicht mehr ihre Mutter. Oha. Das wäre krass. Wenn diese Quetschekall oder wie das Ding hieß, die Mutter oder so ein Dämon oder sowas besessen, gefressen hat die Mutter und zur Mutter wurde. Das wäre hart. Right. Let's go see Chevin and head back home. Das wäre richtig hart. Chevin, wo bist du, unser Chevin? I finished repairing your Blaze Gem inscription, Chevin. I've also reinforced it so it shouldn't fall apart so easily now. Thank you. How about the volcanic crystal? Was it usable? Yes, thanks for that. You're welcome. I just want to see Nechca get better. Thank you, Miss Chevin. It's fine. Honestly, you're both too polite for your own good. I was wondering where you got the ore for such a large-scale blaze gem inscription. So you must be one of Auntie's accomplices, then. Oh, Shilonen. We already know what's going on. Wir setzen uns doch alle für Nechca ein. You had me worried there. I thought we'd been found out. We'd be in real trouble if Pakal ever got wind of it. To be honest, I won't be able to cover it up for much longer. I've been traveling away from home every few days, and the ore reserves have noticeably decreased.
The last time Pakal came and asked me about it, I could only say that I'd been using up a lot of ore to research new styles of jewelry. As for why I had been leaving so often, I said that I had found a new ore vein and wanted to extract some new gems from it. Sorry. I've been talking my head off. Please, come in and have a seat. Sure, we can sit for a moment, but Miss Chevin, can I go see some of the jewelry over there? You mean Amisha's work? Sure, go ahead. Remember to stay in the shade as much as you can. Paimon wants to go too! We'll go together. Paimon hasn't looked at Natlan's jewelry very closely yet. Ich werde dir wohl was davon kaufen müssen. Really? Then Paimon's gonna take a good look at what they have. You haven't bought any jewelry for a while, Auntie. Why don't you pick one out? Xylone nimmt Tlasoli schon wieder mit. Lass uns weiter mit Nechca reden. Come on, Nechca! We don't know anything about Natlan's jewelry, so you can help us pick something out. Miss Traveler, Come here, Nechca. Ich hab's gewusst, irgendwas stimmt nicht. Aber richtig komisch. Es ist die Tante. Zuerst hat sie so ein gruseliges Gesicht gemacht, aber ich glaube, sie hat einfach nur Angst. Die Nechca. Sorry, Chevin and Shilonen, but it's already getting late. We should be heading back now. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. It'll be Nechca's birthday in a few days, and there's still a lot for us to do before then. Oh, ich glaube immer mehr, dass sie ein Dämon ist. No problem. I'll be sure to bring her some beautiful jewelry to celebrate. Und irgendwas vom Abgrund. Irgendein Monster. Mom, Ja, Mann. You're getting hot again. Here, Mom will carry you. Let's get going. You forget to take care of yourself once you start playing. Let's go back and we'll have a talk. I didn't. Nechca, I never taught you to lie. Sorry, Mom. Alter. Nechca's looking at us. Paimon feels like something's not right. What should we do? So, warte einfach. No, Nechca was having so much fun today that she forgot the time. It's not a big deal. Let me help carry her home. I'm worried you would also have to recover if you carried her the whole way. No, it's fine. I'll carry her. Let's go, Nechca. It's time to go home. Jetzt, achso, sie will, dass die Nechca selber aussucht, wenn sie trägt. Doch nicht. Das sah gerade so aus. Alter, irgendwas stimmt so hart nicht. Ich tendiere jetzt mehr zur Mutter, aber wer ist jetzt von beiden der Dämon? Ich bin mir schon so 100% sicher, dass es einer von beiden der Dämon ist. Ja, wo sind die ganzen Babys? Hier waren lauter Monster. Das ist so komisch. Thank you, everyone, for spending so much time with us today. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt die drei wäre, ich würde sie nicht allein schlafen lassen. Ich hätte so ein ungutes Gefühl, ich hätte irgendeine Ausrede gesucht, dass sie auch in dem Haus pennen. Please be sure to come to Nechca's birthday party. Ich hoffe, Nechca erholt sich schnell. Alright, it's nearly bedtime for Nechca, so let's part our ways here. Oh, Auntie, remember to give her the book, that copy of To Kill the Brave I brought. I went to a lot of trouble to find it. I understand. Really, do you think I'd let your efforts go to waste? Irgendwie glaube ich das schon. It's very special to receive a book from you. I'm sure she'll put it somewhere safe. Right, Nechca? Hey, es ist die Mutter. Die wird immer unheimlicher. Yeah. Thanks, Shilonen. Oh, put it somewhere? Isn't she going to read it? Sie hat was reingetan.
Irgendein Text oder irgendwas oder eine Nachricht soll sie schreiben. Die Quest irgendwie, dachte ich mir schon die ganze Zeit, dass sie irgendwie anders ist. Die fühlt sich irgendwie so an wie so ein Krimi oder so. Du weißt nicht, wer was gemacht hat. Wer der Böse ist, wer der Gute ist. Well, I've read the story to her many times already. She's even memorized nearly every line. Oder ein, wie sagt man, nicht Krimi, sondern so Horror-Story. Und du weißt nicht, wer der böse Geist ist, wer wen frisst. Oh, that won't be a problem, Auntie. Nechca's probably never heard this version of To Kill the Brave. Oh, what's different about this version? Jetzt sagst du es mit diesem Dämon, Kisital oder wie es heißt. The majority is about the same, but the ending is different from the one that you bought her. The one I gave her is the unedited version that was originally published. It was released long before Nechca fell ill. Oh, but I remember you were never very interested in fairy tales, Shilonen. Jetzt schon. Du Monster. Huh. Well, I was just thinking that if what you said about Nechca's illness is true, she shouldn't be able to remember anything about her past before her illness. Jetzt hau raus. So, the ending to the original version of To Kill the Brave is also part of the past that she should have forgotten. Und das hat sie nicht. In other words, if she hasn't recently read the old version of the story, then she shouldn't possibly know the ending, right? I don't understand. Why are you so concerned about the ending of this book? Even if she does remember the ending, what does that prove? Dass du ein Dämon bist? Maybe she snuck out somewhere when I wasn't watching and read the first edition of the story. Yeah, okay, that is a possibility. After all, she does remember things that have happened recently. In which case, yeah, let's go ask around the tribe and see if anyone remembers Nechca reading the book. There are only a few shops in the tribe that sell books, or we can just ask Nechca where she'd read it. The booksellers all have inscriptions, so there's a chance that their memories... So, you admit that the inscriptions can affect the tribe's current memories? Es ist. Ey, ich check gar nichts mehr. Irgendwas stimmt doch nicht. Weil jetzt würde es heißen. Okay, dass Nechca die Sachen rauszieht, habe ich ja vorhin gesagt. Sie kann auch einfach so rausziehen, wenn sie Bock hat. Aber sie ist ein Kind, würde ich sagen. Und sie macht das automatisch einfach. Oder sie wird dazu gezwungen von der Mutter, die ein Dämon ist, damit sie mehr und mehr Erinnerungen rauszieht von allen. Weil der Dämon hat irgendeine böse... Oh, der will sie zerstören, komplett abgrundmäßig. Alles vernichten. Den ganzen Stamme, wie heißen die? Kinder des Echos? Das wäre hart. I was very clear that I would consider that a crime and would stop all work on it. Jetzt bin ich gespannt. There must be a few more books at home. I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. I beg your pardon? Nechca, where did you read that book? Answer me. Go home, Nechca. Jetzt geht's los. Are you disobeying me? You're the one who wrote me the letter, Nechca. You're the one who wanted the book. Only you can speak for yourself. Jetzt bin ich gespannt. We're listening, Nechca. Right here, right now. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left. Silence. That's the line from the old ending. Nechca remembers it. I know everything. Shilonen, help me, please. Sie ist ein Dämon, oder? Something's blocking the door. Get back! Jetzt bin ich gespannt. Und eine Sphäre drin. Shilonen!
The tunnel is blocked. We can't go in. There might also be traps. Whoa. What are all those things on Nechca's walls? Die Spinnnetze? It seems Auntie put all the extra inscriptions she made here. Hier ist niemand zu sehen. Wo sind die nur hin? If she's trying to finish that ancient name, there's only one place she could go. Aber sie will... Ich sag uns, sie ist ein Dämon. Das ist echt die Mutter gewesen. Come on, follow me. Krass. Krass, krass, krass. Klagende Kakophonie ist ja nicht. Thank you very much. Ah, sag doch, Sphäre. Rein da. (17), sehr schön. Wir brauchen nur Geo, haben wir. Sehr schön. Und Xylon haben wir auch, sehr schön. What is this place? 100%. Auntie's workshop. It was supposedly closed after she stepped down from her position in the tribe. But it appears that we've all been deceived. Aber die muss doch irgendwie ersetzt worden sein. Sie ist ein Dämon oder irgendwas. Why Dass sie auf einmal... up ahead? If you're up to shady business, you have to hire shady people to help you. Let's go, don't Oh, hesitate. jetzt habe ich es weggemacht. Nein, falscher Knopf. Krass. Ich bin gespannt, ob sie ein Dämon ist, weil ich glaube nicht, dass sie böse ist. Sie wurde wahrscheinlich ersetzt oder dann ist sie halt tot wahrscheinlich. Out of the way or get blown away. Forget it. Naja, ich bin gespannt. Ich hoffe es zumindest. Es wäre traurig, wenn es die Mutter einfach böse ist. Ich habe die zwei gemocht. Mit dem ersten Blick. Aber man hat die doch am Anfang gesehen. Warum haben die so getan, als wäre die neu? Ich muss nochmal gucken. Irgendwie bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Hui! Hui. Aber hier liegt auch nichts rum. Ist da hinten was? Nee, ne? Was? Ah. Ey, ich steck fest, ich steck fest. Die Steuerung an der Wand ist nicht so geil. Ich glaube, da, wenn ich Xian Yu nehme, ist es leichter. Nee. Ja, so geht's auf jeden Fall leichter. Ja. Einfach Xian Yu nehmen, der geht's auf jeden Fall easy. Also vom Movement her gefällt mir immer noch Xian Yu am besten. Den ganzen Travel hin und her. Aber auch so oben auf Berg ist Xylon schon mega geil. Wie easy das da hochgeht, das ist so geil. Das seitlich rumfahren ist ein bisschen nervig. Hello! Ich mach euch Kabutski. So, einer ist schon down, sehr schön.
Da ist alles nix. Kiste. Wird alles mitgenommen. Oh nein! Oh nee, ne? Oh nee! Oh nee! Da rutscht ich einfach runter. Da rutsche ich einfach ins Feuer. So, ich muss hoch. Oh, ich dich wieder. Meine Hübsche. Hilf mir da hoch. Hup. Gute Phlogiston. Ja, ich muss immer höher. Wie geht man noch höher? Man muss ich auf den Kristall jetzt drauf und hoch. Ich glaube. Ah, ich kann es nicht wechseln. Ich kann es nicht wechseln. Wie komme ich sonst hoch? Oder kann ich direkt an der Wand? Auch nicht wirklich. Aber konnte man nicht im Flug noch wechseln irgendwie? Nein! Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ah, ich kann doch auch wahrscheinlich die normale Wand einfach hoch. Nee, kann ich nicht. Ach so, ich hätte einfach... Oh Mann. Das war ja dämlich. Das wäre so einfach gewesen. Geht's nicht höher? Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Warum drücke ich im Angriff? Jetzt habe ich keinen Phlogiston mehr. Ey. Alter. Hey, jetzt kann ich es nicht drücken. Ich check's nicht. Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Why is everything so confusing? Oder muss ich erst das einsetzen? Ja, ich muss das... Ah, okay, ich muss leuchten. Dann klappt es auch. So, ich fliege jetzt darüber, weil es kotzt mich gerade an. Geht doch. Genau, jetzt muss ich darüber. Ich wollte vorhin ganz hoch und gucken, ob da ein Kiste ist, aber sieht nicht so aus. Die Steuerung an den glatten Dingern ist ein bisschen nervig. Aber sonst geht's eigentlich. Man kommt trotzdem leichter hoch, als wenn man alles machen würde. Eine Kiste, perfekt. Hallo! Macht den Echo, hä? Den nervigen. Oh. Wer schießt denn hier auf mich, hä? Wer hat auf mich geschossen? Nervensägen. Nochmal welche? Hello? Kommt her. Zeige ich, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Geht doch. Door's closed here too. Where should we go now? The transport system seems to still be functioning. Let's go look for the controls and get this cart running again. Maybe it can take us further inside. Irgendwie hört es sich so angestrengt an. Bist du K.O.? Bist du müde? Meine Chilonen. Überanstreng dich nicht, ja?
right, let's keep going. Sammeln wir noch ein bisschen Phlogiston auf jeden Fall. Kommen wir da hoch? Nee, ne. Ah doch, da. Perfekt. Oh. Jetzt geht doch. Ja. Wie komme ich auf die andere Seite? Skyward! Scatter! Oder ist immer noch falsch? Ja! Skyward! Scatter! Das ist nicht offen. Hä? Aber da war auch nicht offen. Was soll ich machen? Oh nee, echt jetzt? Ich hatte es doch gedrückt. Wie schnell soll ich denn da oben sein? Kann ich nicht sagen, dass ich so wenig Zeit habe. Hopp, hopp. Alright. Ah, doch. Ja, das geht zu. Ah. Okay. Ich habe verstanden. Ja! Skyward! Scatter! I understand. Spring ab. So. Wir sind schon am nächsten Punkt. Sehr schön. Hä? Wieso kann ich es nicht klicken? Wollte ich in die Lava springen, hä? Genau, mach auf das Ding. Perfekt, wo sind wir jetzt? Haben wir es geschafft. Ist die Frage, wo sind wir? You got here quick. Impressive. Wer bist du, ey? Nechca's up there! What are you planning to do to her? I never lied to you. All this time, I've only been trying to save my daughter. Ey, irgendwas stimmt doch gar nicht. Even though she's not my daughter yet. But once everything is over, she will really become my Nechca. Das ist eine Fremde. Ihre Tochter ist damals dort gestorben. Und sie will die jetzt in ihre Tochter verwandeln. Das hat einen dunklen Abbieger gemacht. Dann ist es die echte Tlasoli. What is she saying? Is she not Nechca? Erinnerung einflößen, die Vergangenheit vergessen. So you figured it out. I want to use memories to awaken my Nechca. Ist es jetzt die richtige Nechca? Oder hat sie ein anderes Kind genommen? Oder ist sie einfach so dumm und will die jetzige Nechca nicht? Die alles vergessen hat? Und will ihre alte Nechca zurück? Obwohl die eigentlich dieselbe Person sind, bloß Gedächtnisverlust, sozusagen. Das ist ja noch kranker. Also das Krankeste wäre, wenn sie jetzt ein anderes Kind hat und es zu ihrer Nechca machen will. Das wäre das Krankeste. Das andere wäre krank auch, aber in dem Sinne von, sie ist einfach eine schlechte Mutter krank. Und ist damit ein anderes Kind genommen, ist einfach nur, sie ist eine verrückte Mutter geworden. Oder eine komplett abgedrehte Psychopathen-Mutter geworden. Alter. She has stayed in the Night Kingdom for far too long. She's afraid of the dark and cold. I'm the one who made her stay there alone, so I must bring her back. Das ist eine andere. Das ist nicht die richtige Nechca, oder? Don't worry, Nechca. Mom hasn't forgotten anything.
She has always remembered your name. Also ist Nechca schon tot. I'm afraid so. Who's that girl lying Ja, up Mann. there? Sie hat echt ein anderes Kind geklaut. She's a child from my tribe. Her parents were killed in the same abyss attack. But wouldn't you know it, her birthday is the same as that of my Nechca. Alter. Klasuri, du bist am Arsch. Die ist wirklich krank. I raised her and took care of her for many years. I thought that taking her in would help me feel better. Sie ist einfach komplett am Arsch und verrückt geworden. I was so happy the first time she was willing to call me Mom. But then, I suddenly felt very, very scared. Alter. Dann war sie am Anfang noch normal. Eine normale Stiefmutter oder wie gesagt Ziehmutter. Und dann ist sie irgendwie verrückt geworden. Is she really my child? My child's name is Nechca. It could only be Nechca. Alter. Die ist voll am Arsch. How could I be happy? My little Nechca is still waiting for me to get her home. As I said, I only want to bring Nechca back, even if it costs me everything. Dann hast du aber 2 Kinder ruiniert. Ist sie so, ey, die ist so dumm. Weil als ob die Nechca, die zurückkommt, sowas wollte. Und dann sind vielleicht sogar 2 in einem Körper und die gehen kaputt in sich drin, ey. Alter, Alter. And now, the time has come for me to pay. As for my useless ancient name, it's finally time to put it to good use. Sehen wir jetzt auch das erste Mal, wie ein Name erlöscht oder verschwindet, weil das haben die ja auch gesagt. Wenn du was Unehrenhaftes tust oder was nicht passt, kann ein Name für immer erlöschen oder vernichtet werden. If you're not willing to help me, then you can become the fuel for Nechca's ancient name. Shilonin, you have yet to make a move. I take it you're examining the inscriptions around you. It's no use. I've already set up the blaze gem inscriptions, and the engraving diagram has already begun to run. It's all thanks to your ideas. Now, the central inscription will finally become Nechca's ancient name. After Nechca returns, I'll make sure to invite you to her birthday party. Lass sie frei. You're not gonna go up there, are you? Doch, Nechca ist schon tot. Wir können nicht zulassen, dass sie einem unschuldigen Kind Leid zufügt. There's a flaw in this engraving diagram. The weak point is almost about to activate. So on my mark. Don't worry, Nechca. Don't worry. Mom is here. 3. Mom will always be with you. I'll never forget you. 2. Wake up, Nechca. Now. Please, wake up. 1. It's all right. It's all right. You'll see Mommy soon. Nechca. Ja, die ist so cool. Mir gefällt's, wie sie sich bewegt. In Let's Skates. Keep back. Those are distorted thoughts. In the mists are the thoughts' twisted cries. If you become tainted by them, they will control you, and you'll never be free again. Aber mich normal nicht. Where are you? I don't want medicine. It hurts. It hurts. Why am I alone? Nechca, why? No more medicine. Will you stay with me forever?
Werden die jetzt beide eingesaugt? Tlasoli, you're the one who twisted Nechca's name into a shackling prison. It's time for you to hear her true voice. Stone engraved and echoing peaks converge, disperse, in ashes be reborn, for flames born anew, and the blazing dawn. Mommy will be with you. Nechca. Always. And forever. Mommy, I've always been with you. And now you're finally listening to me. The old hurts the new, as flowers shield the roots, so life ever cycles until we return to the loam. We've known each other a while, but we've never met. You're Nechca? Yes, but I still don't know your name. My name's Nepeka. It really suits you. Nepeka. I bless you from the past and wish that every day of your future will be filled with peace and happiness. In my role as champion duelist, my opinions do... I saw Nechca and was speaking with her, but now, where did she go? Du kannst von Glück reden, dass du ihre Seele nicht zerstört hast oder verunreinigt hast oder irgendwas, ey. Nechca? Nechca? Where are you? Answer Mommy. Please. Please. Shilonen, you saw her too, didn't you? You saw my little Nechca. I felt her hands and hugged her. I was right. I was right. Those gray shadows were just a minor mistake. I just need to restart the ritual again. Alright, I'll start it again and Nechca will... Jetzt erlischt es. Jetzt verschwindet ihr Name. Have you still not come to your senses, Auntie? What senses? I was not wrong. Nothing about what happened was wrong. Sie ist am Arsch, Alter. She's just a little upset and was trying to ignore me. That child sure knows how to throw a tantrum. But I understand. I can accept that. Enough, Tlasoli! The person you summoned with the Blaze Gem inscription wasn't the real Nechca at all. Das waren wahrscheinlich Erinnerungen, so wie bei diesen Elementar-Dingern, wo die in Inazuma damals, wo dann so Erinnerungen rausflogen. Man hat so frühere Gestalten gesehen, was sie gemacht haben. You collected memories of Yeah. Nechca from countless people, but you forgot one thing. Among what you gathered were not only real memories, but also countless emotions. Didn't you realize what kind of emotions people would feel upon seeing Nechca's condition? Ja. Dunkle Emotionen. When people held a dying child's hand, when they felt her faint breath and saw the helplessness in her eyes, when they sensed her body growing colder and colder, what could they feel but abject pain and sorrow? I took those emotions. You absorbed those emotions into the Blaze Gem inscriptions and solidified them as a piece of her past. Those gray figures were projections of that past. They could only reproduce the appearance of Nechca in her sickly state. What the real Nechca wished to say was drowned out by those twisted and painful thoughts. I didn't want things to turn out like this. All I wanted was to remember Nechca, to see her again.
Nechca has always been with you, Auntie. Everything has long been recorded on your ancient name, the one you said was useless. You exhausted every option and sacrificed everything in the hopes of saving your daughter. That is undeniable. Nein, Mann, in meinem Verständnis ist sie einfach nur behindert. Sie hat einfach fast ein armes Kind, Alter, geopfert. But have you forgotten the true meaning of your own ancient name? My ancient name is Undugu. The immovable love between you and Nechca has already been recorded in your ancient name, but you chose to ignore that. Names are blessings from the past to the future. You told me that, Auntie. You gave Nechca her name, her first blessing. But now, you've turned her name into a prison by taking an innocent child captive, and you've imprisoned yourself. Nechca is everything to me. Without her, I can't see any future for me. And as for blessings, what blessings have I had since the day she passed? I see her in my dreams every day, grasping my hand, telling me she's in pain, asking me to hold her. But I can't say anything. I can't grasp her hand. All I can do is shout her name over and over again until I wake up. Ganz ehrlich, hast du nicht anders verdient. Was du dem Kind antun wolltest. Alter. Theoretisch wollte sie ein Kind auslöschen und dann ihr Kind zurückholen. Alter. Every day, every single day, I've hated myself and ancient names too. Who knows? Maybe hate would have been the only thing left to her too. You think Nechca would have come to hate you? Auntie, do you still remember the last words Nechca ever said to you? Do you remember what her final words really were? The reason you haven't felt blessed is because you've forgotten the true past. Auntie, you've been wallowing in memories of your imagination and refused to let go of them. A name without a past is nothing but a withered tree with no roots, rotting without a future. It's over, Auntie. It's all over now. Slowly now. Why don't you stay lying down? Oh, on second thought, this might not be the best place to rest. Shilonen, Nechca, Napecha can already stand now, so we made our way over. Ich kann dich tragen. Thank you, Paimon and Miss Traveler. I'm fine, really. The real Nechca helped me just now, so it doesn't hurt much anymore. That's good. If you became Nechca, then this story would really become the To Kill the Brave. This isn't the place to chat. Come on, let's get out of here. But what about Tlasoli? Oh, don't worry. She won't be able to cause any more trouble now. Alter. Das hat sich jetzt nochmal richtig krank in eine Richtung gedreht. Das Monster. Aber die ist echt am Arsch. All right, I've locked Auntie in the house with a few ropes. I'll take her to the tribe shortly to be punished for what she did. Alter, ich würde sie nie wieder freilassen. Die könnte für immer verrotten. As for now, we can get away from the house and get some sun. After dealing with all of that, I'm completely out of energy. Ich auch. She's already planned out everything. Shilonen sure doesn't waste time. It's still so scary to imagine. Tlasoli wanted to turn her adopted child into Nechca, and she even nearly succeeded. Zum Glück haben wir es rechtzeitig herausgefunden.
Silonen wusste sofort, was zu tun Yeah, war. she was so cool in the final moments. She went right into action and took control of the situation instantly. Well, it's all thanks to Nechca's resilience. She never gave up. If it weren't for her bravely trying to get help, then I wouldn't have noticed Auntie's plan so easily. Du bist so tapfer, Nechca. It was thanks to all of you encouraging me. After all, this was already the last idea I could think of. I tried to get the attention of many others who visited before, but they were all either quickly whisked away by Tlasoli or simply refused to believe me. Even if I told them everything, Tlasoli would just blame my illness to cover it up. All she had to do was start to cry, and then the guest would try to comfort her, but completely forget about me. She would inspect all the letters I sent and any gifts I received. And then, if I didn't comply, she would force me to drink some strange medicine. It would put me to sleep for a few days, and it would be hard for me to remember anything. I would see a lot of weird things while I slept, and the walls around me would start talking. Alter. I would be so scared every day. If I wasn't able to get your help this time, I might have just given up. Jetzt ist alles überstanden. You have us now, Nechca. If anyone dares to hurt you again, the Traveler and Shilonen will send them flying. Yeah. Sorry. I just can't help it. You are already super brave, and you even managed to call Shilonen for help. Oh, you definitely found the right person. Shilonen isn't the kind of person who gets distracted easily by crying. She pays attention when someone's talking and doesn't miss a beat. And it was because of your help that I was able to pick up on the details. Without you, it would have been extremely difficult for her to communicate that she needed help. Wunderschön. Tlasoli would certainly be more on guard if I tried to speak with her, and would probably have just kept Nechca locked up in her room again. So we had a part to play too! But where did Tlasoli even get the confidence to try this scheme? When Nechca was alive, surely many tribe members would have tried to help her. Was she not scared that someone would realize that Nechca wasn't Nechca? Sie muss die Glutkristalle-Inschriften schon sehr lange benutzt haben. That's certainly a possibility. The inscription she created would not only collect information related to Nechca's past, but also actively erase people's memories of Nechca. It's similar to graffiti. If you want to paint something new on a wall that has been painted before, then first you must remove the old painting. It's possible that I was also one of her targets, which would explain why she was so willing to let me have the central inscription. Whoa, and you still took it? If it were Paimon, she would have thrown that thing away the first chance she had! Well, you can't uncover the truth without taking some risks, right? If I hadn't disassembled the inscription myself, I would have never realized her actual motives. So you suspected her from the very beginning? Oh, no, she's my auntie after all. How could I have seen her as a villain from the start? The most I did was keep the possibility and a corresponding plan in mind, and it was just our luck that the worst case scenario actually happened. Ja, aber eigentlich auch schlau, würde ich sagen. Wobei nicht schlau, aber misstrauisch. Aber trotzdem versuchen, positiv zu bleiben. But now that I look back on it, we still managed to rescue a suffering child, even if that wasn't our original intention. Anyway, I think we've just about summarized everything and praised each other enough by now. Everything is finally over, and Nechca can finally be herself. Aber jetzt ist sie ganz alleine, hä? So, what should I do now, Shilonen? Mama Shilonen, passt auf dich auf. You should do whatever you like, of course.
No one's going to lock you up anymore. Schade. Ich dachte Mama Schilone. But I don't know what I can do. Theoretisch ist sie noch ein Kind. Jetzt ist sie sozusagen alleine, ne? Everything I know is about Nechca. What she'd like to eat, which flowers she enjoyed, how she acted and spoke. I'm not her, but I can only be like her. I don't know, Shilonen. I just don't know. Oh, don't worry, Nechca. The Blaze Gem inscription isn't working anymore. No one will force you to be somebody else again. But I no longer remember anything about myself now besides my name. What if I never remember my life and lose all of my past? Du kannst aber immer noch deine Zukunft schmieden. I'm scared, Shilonen. What should I do? Oh, don't cry, Nechca. Here, take this. I took some ore from Tlasoli's collection and made this as a mold. A Blaze Gem inscription! You can make them too? Oh, of course not. It's just a pretty piece of stone. Take it. I've engraved your name, Nechca, on the top. This is your first blessing, the one you received from a pair of people who loved you with all their hearts. Ihre echten Eltern? It has always protected you and stood over you. For all of past, present, and future, it's never strayed far. But I don't even remember the names of my parents. I don't remember anything. Aber egal, solange du deinen Namen weißt, weißt du, was sie dir ihm gegeben haben. Huh. I won't make any big promises and say everything will return to normal. I'm not sure what kind of future you will face. I can only promise that no matter what the future holds, your name will never fade. This is a blessing given to you by a name engraver. You'll continue to grow and mature as a sapling sprouts upward and becomes a healthy tree, or as birds spread their wings to fly high into the sky. Your name is your starting point, as well as your guide. Remember your name and everything you've experienced, and you'll know how to step into your future. I'll do my best. You can do it, Nechca! Wir werden immer bei dir sein. Thank you all. Shilonen, Paimon, and Miss Traveler. If you really can't come up with what to do, don't worry. Just relax and take it easy. Als Weise. Alleine. We're from the same tribe after all. If nothing else works, I can always go to the elders and look up your history. And until then, you can stay at my workshop. I can handle another mouth to feed. Sag ich doch. Mama Shilonen, die macht das. Du hast also einen Plan B. I don't know if the plan will work. I'm not even sure who I should look for. Well, rather than placing our hopes on a plan that relies so heavily on luck, we should just focus on ourselves. Genau. Well, anyway, enough about all that for now. Let me take Tlasoli back to the tribe first. Oh, come with me, Nechca. Es wäre so lustig, hätten die jetzt gesagt, als Nechca, gut, wir haben dich gerettet, mach was du willst und dann hockt sie da doch. Ohne Haus, ohne Essen. Oh, gosh. I nearly forgot that we haven't even had dinner yet. What would you like to eat? Huh? Oh, anything. I'm not picky. Oh, good. Let's go. We have a lot of work to do. We have a very busy future ahead of us. Oh, and one more thing. Happy birthday, Nechca. Hat sie heute Geburtstag? Wunderschön. War eine schöne Story. Brutal. Horrormäßig. Eiskalt.
krank. Aber groß im Ganzen, ganz schön. Neuer Auftrag? Also ich muss die 20 abholen. Es geht immer noch zum dritten Akt. Ich dachte, ich wäre schon fertig. Aber das ist wahrscheinlich nur eine Nachuntersuchung. Deswegen holen wir zuerst die 20 ab. Und dann machen wir den fertig. Add Ast. Ey, wo ist Thank meine you for Catherine? Wo completing schaust du today. hin? Add Ast. Ich habe den falschen Winkel. So. Perfekt. Das Komische ist, da stand doch gerade Ende und trotzdem steht doch immer noch nicht Ende. Warte bis zum nächsten Tag. Ja. Da stand zwar Ende, aber irgendwie auch nicht Ende. Weil sonst würde ich ja die 60 auch noch nehmen können. Aber kann ich noch nicht. Dann machen wir das kleine Stück doch zu Ende. Wo war denn das? Ah ne, ich muss jetzt auf den nächsten Tag warten. Genau. Machen wir Morning. Good morning. So. Jetzt besuchen wir die schöne Werkstatt. Eine Pizza, wir kommen. Ich werde von einem Seil aufgehalten. Oh, you're here. Everything's been taken care of now. I was just about to go have a rest. Was wird denn dann aus Klasoli? Wird sie bestraft? Well, the tribe is still discussing that. I mean, not many have ever used ancient names to commit a crime. Pakal will have a lot on his plate. What I do know is that Tlisoli's workshop will be closed permanently, and any remaining incomplete Blaze Gem inscriptions will be completely destroyed. And as for the completed Blaze Gem inscriptions, I'll be handling them, which, whew, yeah, yet another hassle to deal with. Die Arme. Anyway, at least her ancient name is fine. Otherwise, we'd have a real mess on our hands. Oh, and speaking of ancient names, I actually have some good news. The memories that were absorbed by the Blaze Gem inscriptions can be restored to their owners. Nice. Now, once all the Blaze Gem inscriptions stop working, the memories will return to their respective owners. Das bedeutet also, dass sich alle wieder an Nechca erinnern werden. Yeah, that's right. Huh. Wait, now that I think about it, in her attempt to get Nechca to come back, Auntie made the entire tribe forget about her. Now, Nechca really is gone, but everyone is about to remember her. Phew, what a bizarre turn of events. Wie geht es in der Pizza? She's resting in my workshop. I contacted others from the tribe and told them about my plan to conduct an official investigation into her history. The tribe hasn't responded yet, so I'm planning to take her in for now and teach her some crafting skills. Das machst du toll. Ich sag doch, Mama Xylon regelt alles. But that's for another time. For now, she should just rest and sleep. So sieht's aus. After all, she's got a busy future ahead of her. Jetzt aber. Beautiful. We did it. Aber Xylon ist auch nirgendwo hier. Einfach mal chillen. So, nehmen wir doch. Nochmal 60. Ich bin begeistert. Das hatte ich schon. Jetzt eigentlich müssen wir noch das machen. Auf 80% stand da, glaube ich.
Steht da nicht irgendwo 80%? Schließen Auftrag zwischen Versprechen und Vergessen ab. 40, das kriegt man dann Stufen. 40, 60, 80. Sehr gut. Und nochmal 100 für einen Weltauftrag. Dann würde ich sagen, machen wir morgen diesen Weltauftrag. Zwischen Versprechen und Vergessen, Weltauftrag in Nattland. Schließt der andere Aufträge ab und vor. Okay, und welche? Noch unbekannt, noch unbekannt. Oh. Die wird aber wenigstens angezeigt. Okay. Dann habe ich eigentlich schon wieder was zu tun. Für die nächsten paar. Ja, wir müssen 80%, deswegen werden wir alles hier in Nattland langsam machen, würde ich sagen. Werden wir alles langsam erledigen hier in Nattland. Oh, und der hat sich auch ein neues Geschichtchen dazu entwickelt. Yes. Die inneren Kreis habe ich fast alle erledigt. Neben Baraka hast du eine wahre Seele wiedererlangt und ihr wünscht du von nun an alles Glück der Welt. Aber ich würde nie wieder wissen, was ich hier gemacht habe. Weil du kannst doch nicht rauslesen, ob es die Stammeschronik war. So wie Malibu. Okay, das ist der Wendefeuer Malibu, glaube ich, gewesen. Umoja. Oh, ich wüsste echt nicht mehr, was ist. Mit deiner Unterstützung konnte Utabiti zum ersten Mal... Oh, keine Ahnung, du. Ist aber wahrscheinlich auch irgendeine wichtigere Quest da oben links. Und dann nochmal 6 Sachen, die zu erledigen sind. Das sind die 2 verschiedenen Bücher gewesen. Ja, krass. Oh, das können wir auch noch machen. Dass ich es nicht vergesse. Was steckt man da rein? Von allem etwas. Was habe ich am meisten von grünem Zeug? Ich muss echt mal die ein bisschen eintauschen. Warte, machen wir es. Oh, jetzt habe ich es schon hingestellt. Egal. Machen wir es nächstes Mal. Oder warte mal, ich nehme nur grünes Zeug. Und dann, das kann ich ein bisschen nehmen. Ich kann den umwandeln. Nehmen wir mal. Das sind 30. 60. 90. 120. 150. 180. Okay, dann nehmen wir immer noch 210. Weißt du was, nur alles. Grün zählt doppelt. Ich habe nur 75 Stück, aber die zählen zweimal. Das ist ja geil. Mal schauen, wenn ich das gleiche Zeug nehme. 75 Mal, was passiert denn da? Ist alles? Also das ist nicht viel. Alter, das ist mega wenig. Ist ja schon fast traurig. Das war gerade Enttäuschung. Ich wollte ja erst die Stammeschronik. Zeig mal, was du mir geben kannst. Hey, Xylonen! Was geht? Kann ich die jetzt auch Lieder machen? Erstmal hier die 200, sehr schön. Das haben wir auch erledigt, sehr, sehr schön. Ich brauche 600. Erzadersuche in Nattlan. Hm. Habe ich die Woche noch nicht erledigt? Oder? Ne, neue Ansehensaufträge. Dann habe ich die echt noch nicht erledigt. Ich muss kurz ein bisschen was hier
eintauschen. ...75 Stück habe ich weggeballert. Wo sind die? Da. Dann mache ich gleich wieder 75. So viel wie ich weggeballert habe, so viel holen wir wieder rein. Yes. So. Ich glaube, so kann ich viel besser das verwerten, die ganzen grauen Dinger, wenn ich die mal einlöse. Gegen besseres Zeug. So. Dann haben wir das erledigt. Ich bin begeistert. Dann machen wir die Wochenaufträge, aber wir machen Fontaine weiter. Zwar jetzt schon wieder einige Zeit vergangen, aber die will ich noch zu Ende bringen, dass wir die eigentlich weg haben. Ah, jetzt ist das Falsche. Teleportiert. Das ist das Falsche. Ich muss dahin. Ja, ich glaube, Fontaine ist auch fast fertig für den Schatzkompass. Oder? Ah, nee, 2 Wochen. Diese und noch nächste Woche brauche ich. Egal, kriegen wir hin. Einmal, zweimal, dreimal und 100 natürlich. Mit Schmeckes. 8 Flaschen Milch. Hoffentlich habe ich Milch. Jetzt bin ich zu tief, oder? Ja, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich komme, Kleiner. Oh, habe ich überhaupt noch Milch? Oder habe ich alles fürs Kochen schon verballert? Ne, habe ich. So. Gleich zum nächsten. Okay, da muss ich kämpfen. Ich glaube, da mache ich zuerst die oben. Den Bosskampf. Oder was für Bosskampf? Die müssen doch auch irgendwie... Wie kann man die denn nochmal... Da sind auch einige für überall verstreut. Muss ich einfach dagegen schießen? Oder wie war denn das? War das irgendwie sowas? Hä? Ah, geht doch. Into the shadows. Und jetzt mal und weiter. Ah, das müssen wir mehrmals, glaube ich, machen. Bis Gleichgewicht ist. Jetzt muss ich nochmal schlagen mit dem Herren. Oder doch nicht. Komm her. Boah, alle kaputt. Shoot on sight. I must leave no stone unturned. Fängt ja schon mal schön an hier. Der wird down. Ist im Gleichgewicht. Geht doch. Ooh, will we find any firework materials? Genau, und ich brauche diese mysteriösen Zahnräder. Für irgendeine Quest. Gibt auch wieder so 10 oder 12 Stück auf der ganzen vom Dane-Gebiet. Das kann ich mich noch erinnern. Komm ja schon, ich komme ja schon. Bin doch schon da. Okay. Ist immun gegen Geo. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir brauchen Geo nur für die Rüstung, für den Schutz. Ey. Jetzt nerven sie aber richtig.
Gib ihm. Way for the fire hazard. Alter. Fuse is lit. Komm, geh down. Nervensäge. Und jetzt haben wir uns die Krabben noch. Wo waren die? Ey, lass mich doch durch. Ich nehme auch mit. Gibt's Items. Komm her. Into the shadows. Hunt them down. Vorbei. Steady as stone. Ah, Feuer gegen Feuer. Loaded. Nicht wirklich nützlich. Aber das geht schon besser. So. Dann haben wir das auch erledigt. Was ist hier irgendwo ein Hydro? Ah ja. Ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Geht doch. Beautiful. So. Jetzt gehen wir einmal dahin. Holen wir uns das nächste Monsterle. Perfekt. Schon wieder so ein nerviger. Und noch den. Nochmal Panzerkrabben. Fast nicht. Ey, ich hätte beide machen können. Jetzt kommt davon immer schnell. Einfach mal nachgucke, aber nie. Stray cloud converge. Into the shadows. Kann ich den ins Wasser schuppen? Das wird dann viel leichter mit dem. Komm her, Kleiner. Ready. So. Dann haben wir den auch erledigt. Und einmal dahin. Dieser riesen Bagger-Dings da ist immer der nervigste. Der nervt mich so hart, den immer zu besiegen. Jetzt kommt er gleich zweimal hintereinander. Aber wenn es sein muss. Wenn es sein muss, muss sein. Time to testify. Gib ihm. Fire hazard. Voll gegen voll. A festive reprise. Oh Mann. Voll daneben. Ready. Aber jetzt kommt Feuer und Elektro zusammen. Gute Kombo. The fuse is lit. Gib ihm. Skyward. Loaded. Geht doch. Aber der war ganz okay. Der war ganz okay. Schon mal den letzten. Und dann haben wir eigentlich nächste Woche schon erledigt. Da haben wir Fontaine, Schatzkompass. Da finde ich irgendwie netter Anfang. Mit der Woche drauf. Das ist auch top.
Ja, dann sind wir schon bei 540. Dann sind wir echt nächste Woche fertig. Brauche ich nur 500, 260. Ja, das kriegen wir locker hin. Locker, locker. Das ist mir zu viel zu lesen. Ich habe also nur gesehen, Geoschaden immun. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Mit Elektro und Feuer easy zu machen. Da ist Eis in der Nähe. Oh, okay. Into the shadows. So, Eis ist schon mal weg. Sehr gut. Hunt them down. Sehr, sehr gut. Da, verdammte, mein Großer. Verdammte. Loaded. Hey. Böser Bub. So. Alles wunderschön erledigt. Ja, damit sind wir so gut wie fertig. Ich bin begeistert. Können wir sogar nächste Woche schon mal im Natlan anfangen. Good old Natlan. So. Ich bin begeistert. Nochmal kurz heile. So. Wunderschön. Und jetzt wollte ich eigentlich noch genau den da machen. Und ich muss jetzt ein paar Kisten bekommen haben. Müsste ich nochmal einen 50er rausholen können. 11.300, sehr schön. Ja, aber ganz genau. Ich bin begeistert. Und nächstes... wir sind noch bald beim Schlüssel, auch geil. Ich versuche auf jeden Fall bis Level 10 schon mal zu machen. Das wäre schon mal mega. prevails throughout the land, and all things are made new, as buds in the spring. This is an auspicious era for humanity. So. Dann haben wir das auch. $11.374. Jetzt habe ich ja schon lange gezockt. Lass mal das weg. Ich mache lieber mal noch ein Harz verbrauchen. Für irgendwas zum Sammeln. Warte mal. Chilonen, wo bist du? Müsste ich dich nicht aufleveln können? Ich habe ja Material bekommen. Perfekt, wenigstens einmal hoch noch. Schön auf 60. Ich bin begeistert. Egal wie ich es drehe, wird wahrscheinlich immer nicht ganz aufgehen mit so wenig grünem Zeug. So, jetzt wird es wieder knapp. Ich brauche davon ein paar und davon welche. Ich mache dann den einmal. Jep. Der war auch mega nervig, den will ich auch nur einmal am Tag höchstens machen. Oh, falsch. Zurück. Bin ich mir nicht sicher, ob wer von denen am besten war. Feuer oder Dendro? Wer war besser gegen den?
Das ist eine gute Frage. Ach, einfach rein da. Wird schon klappen. Hallo. Steady us. Ey. Geh down, mein Freund. Into the shadows. Time to testify. Time to clean up. Ich weiß gar nicht. Hat er doch nicht so ein Schild gehabt? Der hat zwar mega viel Leben, aber geht gerade eigentlich. Yeah, skyward. Make way for the attack. Fuse is lit. Das geht schon mal nicht. Loaded. Ich weiß gar nicht, muss ich was No Bestimmtes stone machen? unturned. Nö. Der hat halt mega viel Leben, nervig. Aber ansonsten geht's eigentlich. Trotzdem. Dauert viel zu lang. Geh down. Das auch echt nicht viel ab, ey. Ich hätte Collie wahrscheinlich drin lassen sollen. Hunt them down. Voll daneben. Fire Hazard. Oh. Oh, fizzle Oh. out. Der hat gesessen. Das Ding ist so nervig. Das ist nichts ab, ey. Silonen, warum brauchst du so viel? Hätte ich es früher gewusst. Ich hätte es gewusst, aber ich hab's wieder vergessen. Und jetzt mach ich den Blöden wieder, obwohl ich keinen Bock habe. Den nervigen, der unendlich Leben hat, gefühlt. Ey, Alter, ich hab das immer... Shoot on sight. Der noch über Hälfte hat. Stray clouds converge. As a dutiful maid would. Komm. Flieg runter. Der geht aber auch nicht down, ne? I missed Da. the spot. Leave it all to me. Unsere neue tankt ist kurz. Alter, nicht mal Hälfte haben wir bis jetzt. Das ist mal so krass, ey. Wie viel Leben das Ding hat. Into the shadows. Ich hab echt nichts ab. Ich muss jede 7 Sekunden, 8 Sekunden warten, bis mein Elektroattacke wieder da ist. Dann zocke ich ein bisschen was ab. Und bis dahin einfach nur durchhalten. Loaded. I must leave no stone unturned. Alter, nix. Alter. Ich glaube, ich versuch's nächstes Mal mit Collie. War das erste Mal echt so lange?
Mir wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller gehen, Time aber to testify. kein Bock, die jetzt zurückzuholen. Make way for the. Mit so wenig Leben, wie sie hat, geht's eh gleich wieder drauf. Someone needs a... Außer alle weg. Into the shadows. Alter, so wenig. Das muss ja schmerzhaft sein. Leave it all to... Komm, geh down. Geh down, komm schon. Das dauert doch ewig bisher. Die wollen uns doch nur fertig machen. Ready. Ready. Hunt them down. Skyward. Into the shadows. Der geht auch nicht down. Der will die letzten Lebenspunkte behalten wie noch ein Fan. I must leave no stone. Komm, geh down. Skyward. Scatter. Ready. Jetzt aber komm. Die restlichen Lebenspunkte hier wegballern. Kann schon wieder nicht antun. Doch, kann er. Scatter. Skyward. Steady as stone. Into the shadows. Jetzt aber komm. Halleluja. Wieso hat man sowas gemacht? Das ist ja mal der nervigste Gegner, den ich jemals erlebt habe. Und dann gibt er nur 2. Eigentlich eine Schande. Geht geschlagen. So. Wieder zurück. Der Schock reicht für heute. Wir gehen aber noch in die Welt der Kanne. Hallo. This realm... Gib mir das Zeug her. Wunderschön. Echt, ey, ich muss jetzt langsam andere Dinger bauen. If you ever... Kann doch nicht sein. Versuchen wir es mal mit innen, weil ich baute gerade irgendeinen Müll. Ist hier irgendein Zimmer frei überhaupt? Oder sind die alle belegt? Bebaut? Wo ich noch irgendwo was hinstellen kann. Z, wo steht Z? Da habe ich schon was. Dafür haben wir beide Charaktere. Aber es ist nur ein einziges Ding. Das habe ich schon aufgebaut mal. Okay, schon mal aufgebaut. Ich habe es einmal, ist nur ein Ding drin, genau. Das habe ich dann auch schon irgendwo einmal, ja. Aber theoretisch kann ich ja trotzdem machen.
Schnelles erhalten. Zur Herstellungsliste hinzufügen. Der Inhalt des folgenden Sets steht derzeit auf der Herstellungsliste. Willst du ihn überschreiben? Das Nervige ist, jetzt muss ich jedes Mal rein und rauslaufen. Die hätten das direkt bei Bolle machen sollen. Das ist halt immer ein bisschen nervig. Nee, stell mal. Oh, da kann ich was aufstellen. Da kann ich sogar was aufstellen. Mach ich doch. Dann ist sie wenigstens nicht so leer. So. Ich mache nur eins. Ich laufe da nicht jedes Mal hin und her. Eins pro Tag. Aber wenn es nur ein Stück ist. Auch wenn es nur ein Stück ist. Jetzt ist die Frage. Da ist es. Da. Der Rest haben wir schon. Und den Rest brauche ich einfach irgendwas. Ganz ehrlich. Habe ich ja alle schon gefühlt 10-mal. Zack. So. 5 Stück wieder gebaut. Reicht. Reicht vollkommen. Da habe ich auch schon alles, glaube ich. Ja. Es dauert noch 2 Tage. Genau. Dann haben wir alles. Ich bin begeistert. Und damit würde ich eigentlich schon sagen, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von der Production und das war Genshin Impact Part 239. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, subscribt, kommentiert und liked und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.